Und der Herr Martin ist in der KUKA Cell4Arc powered by Abico Business und programmiert ein Bauteil, wie ich gerade sehe. Können Sie mir noch mal erklären, wie das so normal läuft, wie man ein Bauteil programmiert? Ja, prinzipiell wird so ein Industrieroboter im Teach-In-Verfahren programmiert. Ja? Das heißt, ich muss ihn mit den Tasten, die hier am SmartPad sind, dahin führen, wo ich später auch mal schweißen will, da wo mein Bauteil liegt, speichere dann Positionen ab, sage ihm, ob er linear oder zirkular fahren soll und mit welchen Schweißparametern er die Naht schweißen soll. Und später in seinem Automatikzyklus arbeitet das Programm eben Step für Step ab. Ne? Dazu muss ich ihn erstmal dahin fahren, wo ich ihn später mal schweißen lassen möchte. Ja? In der Regel ist es so, dass ich dazu die Tastenpaare nutze, die hier am SmartPad dran sind. Jedem Tastenpaar ist eine Richtung zugeordnet. Ich kann zum Beispiel, wenn ich hier nach Z plus drücke, dann fährt der Roboter nach oben oder X plus oder X minus. So bewege ich den Roboter eben in seinem Koordinatensystem dahin, wo ich später dann entsprechend auch schweißen möchte und speichere dann die Position ab. Da würde ich jetzt eine Position zum Beispiel speichern. Eine wesentlich elegantere Methode ist dann die Ready-to-Pilot-Maus, ja, die hier vorne an meinem Schweißbrenner angebracht ist. Die steht mit der Robotersteuerung über Bluetooth in Verbindung. Und wenn das Ganze installiert ist, dann brauche ich die Tastenpaare nicht mehr zum Programmieren oder um den Roboter zu bewegen, sondern ich führe den Roboter eigentlich nur noch, indem ich an die Maus in die Richtung drücke, in die ich auch möchte. Ja? Wenn ich nach hinten möchte, dann ziehe ich die Maus. Ja? Oder wenn ich nach unten möchte, gehe ich nach unten oder nach oben. Ja? Ja. Oder wenn ich zum Beispiel, das Ganze funktioniert nicht nur translatorisch, sondern auch rotatorisch. Das heißt, wenn ich die Maus hier drehe, dann ändere ich die Orientierung des Brenners, um dann entsprechend die Schweißpistole, den Schweißbrenner so hinzustellen, wie ich später dann entsprechend auch mal schweißen möchte. Ja, das heißt, ich fahre ihn dahin, wo ich später schweißen möchte. Ja, und wenn das die Position ist, dann drücke ich hier die Taste, die an der Maus dran ist. Ja. Und die Robotersteuerung fügt dann automatisch einen Befehl hier in mein Programm ab. Ja, Programm ein. Und das wäre jetzt die erste Position. Jetzt fahre ich an die nächste Position. Ändere die Orientierung, so wie ich es brauche, so wie ich denke, dass ich gut schweißen möchte, drücke wieder die Taste 1, ja, und die nächste Position wird abgespeichert. Und so hangele ich mich eben an diesem Bauteil entlang, an der Kante, die zu schweißen ist, ja, speichere immer wieder eine Position ab und später fährt der Roboter das Ganze in seinem Automatikbetrieb so ab, dass mit den entsprechenden Schweißparametern, damit da eine gute Naht bei rauskommt. Der Vorteil von der ganzen Geschichte ist, oder von dieser Ready-to-Pilot-Maus ist, dass ich mir keine Gedanken machen muss, in welchem Koordinatensystem ich denn arbeite. Ja, hier muss ich wissen, okay, Z plus ist nach oben, ja, und Y ist eben Minus ist, okay, ich hätte jetzt gesagt darüber, aber ja, und hier, wenn ich das Ganze mit der Maus mache, dann muss ich eben den Roboter nur dahin ziehen, wo ich ihn gerne anhiebe. Ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, wo ist denn mein Koordinatensystem. Das Ganze funktioniert eigentlich intuitiv. Genau. Also das wäre jetzt auch mein Wording gewesen dafür. Es ist sehr viel intuitiver. Auch ich, der überhaupt keine Erfahrung hat, wüsste sofort, wo ich hin will und erfolgt mir ja, wie ich es möchte. Ja. Also ja, aus meiner Sicht eine super schöne Option, wenn man gerade in die Automatisierung einsteigt und ins Programmieren von Bauteilen einsteigt. Super, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben Sie schön erklärt. Vielen Dank. Tolle Option für die KUKA Cell4Arc powered by Abico Business. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.